Hi, wir sind Caro und Beppo. Das hier ist unsere Ranch mitten im Schwarzwald. Und getreu dem Motto aus alt macht neu, nehmen wir euch jetzt mit in unseren Hof. Ja, das Haus haben wir vor circa 10 Jahren gekauft und es war ein absoluter Glücksgriff, wie sich im Nachhinein festgestellt hat, weil solche Häuser eigentlich meistens in der Familie bleiben. Mit 1,8 Hektar Land und Landwirtschaft. Ja, ich war erstmal sehr überrumpelt davon, gerade von der Fläche, was das Grundstück hat, und habe mir das Ganze nicht vorstellen können. Aber als dann Beppo mich mitgenommen hat und mir das gezeigt hat, war auch ganz klar, das Haus ist es. Hier können wir alles verwirklichen, was wir möchten. Als erstes gehen wir jetzt mal zusammen in die Küche. Ja, das ist so unser Mittelpunkt des Hauses. Hier ist wirklich der Raum, wo sich alles trifft und wo wir die meiste Zeit verbringen. Der Raum hier selber hat auch tatsächlich am meisten Nerven gekostet. Und eigentlich war nur schuld dieser halbe Rundschrank hier, weil der ein bestimmtes Maß hat. Und das Aufstellmaß hat hier nicht gereicht. Also die Decke war hier früher abgehangen. Und dadurch mussten wir einfach mal alles öffnen. Wir haben nicht gewusst, was wir uns da antun. Hier sind wir tatsächlich kniehoch in Schutt und Asche gestanden, wortwörtlich. Ja. Unsere Helfer, seitdem wollten sie eigentlich nicht mehr kommen. Ja, sie streiken noch. Der Vorteil war, man sieht hier die schönen Balken, die waren früher versteckt unter komischen Platten, sagen wir es mal so. Und dadurch, dass wir jetzt alles freigelegt haben, haben wir dann auch gedacht, hier diese Wand hier, wo früher mal zu war, machen wir komplett auf, dass wir auch ein bisschen mehr Licht reinkriegen, ziemlich viel mehr Licht. Ja, was wir auch noch gemacht haben, war tatsächlich hier einen Raum entfernen. Hier war früher das Badezimmer, das haben wir komplett geöffnet und rausgeschmissen, und damit wir einfach eine große Wohn-Essküche haben. Dieser Tisch hat es schon gegeben, bevor wir überhaupt hier umgebaut haben. Bei einem Urlaub in Salzburg hat Caro diesen Tisch entdeckt, ja, und hat gesagt, den müssen wir einfach haben. Wir wissen zwar noch nicht, wo rein oder warum wir den haben müssen, aber den brauchen wir. Ja, weil ich genau wusste, wenn wir dann an der Küche dran sind, werde ich diesen Tisch suchen und ihn nicht mehr finden. Und deswegen haben wir uns dann per Zug zusenden lassen. Die Caro hat immer super Ideen. Sie ist wirklich kreativ und kann sich auch alles vorstellen. Das macht es mir als Informatiker aber nicht einfacher. Also es war auch am Anfang tatsächlich, ja, also absolute Laien, wir beide, und haben dann einfach mal gestartet. Ich glaube, ohne viel darüber nachzudenken, und haben einfach mal gemacht, und meistens wurde es bisher immer gut, und wenn es nicht gut wurde, haben wir uns tatsächlich dann auch einfach Hilfe geholt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter ins Wohnzimmer. Ah, hier ist übrigens noch eine Fliese von unserer alten Küche in schön retro-orange. Und als Andenken daran haben wir hier eine noch aufgehängt. Apropos Andenken, das hier sind die alten Fenster von unten, vom Keller. Wir bauen ja immer aus alten Sachen was Neues. Ja, das ist das Wohnzimmer. Das ist somit eigentlich der erste Raum, den wir gemacht haben. Ja, der musste einfach schnell gemacht werden. Deswegen haben wir zum Beispiel hier keinen Putz an der Wand, sondern wir haben Tapete, weil tapezieren konnten wir. Und da haben wir einfach alles ratzfatz fertig gemacht. Und der Raum wird auf jeden Fall irgendwann mal wieder anstehen. Ja, hier sieht man auch, hier ist noch eine Decke drauf. Caro hat mir schon prophezeit, dass diese auch runter soll. Allerdings, wie gesagt, die Helfer bei der Küche, ich glaube, die machen keine Decke mehr runter. Ich würde sagen, jetzt geht's ins Bad. Hier sehen wir auch ein sehr tolles Projekt von uns. Diese Werkbank, die stand tatsächlich früher schon hier,
Früher war allerdings hier eine Werkstatt und ein Öllagerraum. Dann haben wir gedacht, okay, diese Werkbank, die tun wir nicht mehr als Werkbank umfunktionieren, sondern als Waschtisch. Also zum Putzen natürlich nicht der absolute Traum, aber machbar. Wir wollten mal einen Spiegelschrank noch kaufen, allerdings waren uns die alle zu teuer für das wegen Spiegel, was da dran ist. Definitiv, und sie waren auch einfach nichts Besonderes in der Hinsicht. Es war einfach nur ein Spiegel und hat einen Haufen Geld gekostet, und da haben wir dann gesagt, okay, da muss eine andere Lösung her, und das hier ist auch wieder ein Original Sprossenfenster vom Haus früher, wo noch im Keller stand, und dann haben wir gedacht, okay, daraus lässt sich doch auch einen Spiegelschrank machen, und wir haben tatsächlich, also das Fenster kann man noch öffnen, und wir haben wirklich in diese Träger haben wir uns ein Regal eingebaut, und jetzt ist dadurch hier unser Spiegelschrank geworden. Ja, ein weiteres Highlight ist unsere freistehende Badewanne, und ja, mit der Lampe drüber. Zu der Lampe gibt es auch wieder eine kleine Geschichte. Ja, Caro hat diese Lampe schon gekauft, bevor wir das Haus gekauft haben, weil sie damals schon gesagt hat, egal was wir für ein Haus kaufen, irgendwo passt diese Lampe rein. Das ist unser riesengroßes Schlafzimmer, und ja, hier hat man auch schon so ein bisschen die Nachteile eines Bauernhauses. Die Räume ursprünglich waren einfach nicht groß, und deswegen ist hier auch nicht ganz so viel Platz zugegeben. Unser Bett ist recht riesig, aber dafür ist der Kleiderschrank umso kleiner. Das ist jetzt Ihr Kleiderschrank. Wenn ihr euch fragt, wo mein Kleiderschrank ist, ja, tatsächlich gibt es hier 2 Schubladen. Die können vollumfänglich mir, und so ein kleines Fächlein habe ich auch noch bekommen. Ja, die anderen 3 Schubladen sind auch noch meine. Und ja, aber es ist natürlich trotzdem nicht genug Platz, deswegen wird irgendwann mal ein Ankleideraum gebaut. Da sind wir aber noch dran. Und ja, bis dahin sind wir halt kleidungstechnisch etwas minimalistisch unterwegs. Ja, wir wohnen hier nicht ganz alleine. Wir haben auch noch 2 Kinder. Und jetzt gucken wir mal die Kinderzimmer an. Hi Nele. Die Nele bastelt für ihr Leben gern. Hi Bela. Na du? Hier haben wir eine alte Schulbank. Die haben wir tatsächlich auch hier aus dem Ort bekommen. Dafür hatten wir uns angerufen. Die ist anscheinend hier aus der alten Schule, und fanden wir ganz passend zu unserem Stil. So, jetzt gehen wir mal in mein Reich, das Fotostudio. Der Raum hier war früher tatsächlich noch Lagerraum, und hier lag das ganze Stroh, das mussten wir dann erstmal entfernen, und wir haben das Gebälk abgeschliffen, wir haben den Boden abgeschliffen, weil ich das ganz gerne alles behalten wollte. Ich finde es eine absolute gemütliche Stimmung hier. Übrigens zum Thema Landwirtschaft. Hier sehen wir noch die alte Klappe. Die geht in den Keller zum Kuhstall runter. Da haben sie früher das Heu und Schrot runtergelassen zur Fütterung der Tiere. Hier oben sehen wir noch der alte Antrieb für die Mühle. Da haben sie früher das Futter für die Schweine selber hergestellt. Ja, und ich zeige euch jetzt mal den Mühlenschrank. Das ist jetzt mittlerweile ein Kunden-WC vom Studio. Wir haben am Anfang erstmal überlegt, ihn rauszutragen. Er ist aber wirklich sehr schwer. Also als erstes haben wir gedacht, okay, man kann vielleicht einen Hubwagen oder einen Kran oder sowas nehmen, aber das funktioniert einfach nicht.
Man hätte den komplett zerlegen müssen, man hätte diese schönen Mühlsteine hier alle abbauen müssen. Und ja, dann haben wir gedacht, das lassen wir einfach. Ja, aber da wir einfach noch hier ein Waschbecken integrieren mussten, kam dann die Idee, dass wir dieses Waschbecken einfach direkt in den Mühlenschrank einbauen. Und ja, gesagt, getan. Jetzt ist hier ein Waschbecken draus und irgendwie haben wir es mit den umgebauten Waschtischen. Die meistgestellteste Frage ist immer, warum muss es denn immer was Altes sein? Das ist eine gute Frage. Ich finde immer alte Dinge immer sehr, sehr schön, weil es eine Geschichte hat zu den Gegenständen. Und ich finde, es passt auch zu dem alten Haus, zum Schwarzwaldstil hier. Und deswegen kombinieren wir das gerne und bauen um. Die zweithäufig gestellteste Frage ist, wie viel spart man denn bei so einem Altbau oder wenn man aus alten Dingen Neues macht? Bei dem Spiegelschrank zum Beispiel, der war natürlich definitiv günstiger. Ja, jetzt bei der Küche dagegen. Die war, glaube ich, doppelt so teuer, weil sie reingepasst hat. Ja. Wenn sie nicht reingepasst hätte, wäre es eine einfache geworden. Ja, man muss natürlich schon immer Abstriche machen und es funktioniert nicht alles wie jetzt bei einem Neubau und fertigen Möbeln. Ja. Ja, hier draußen sehen wir schon mal einen Teil von unserer Landwirtschaft. Hatten wir beim Hauskauf so auch nicht geplant, aber wir haben uns da ein bisschen, oder sind ein bisschen expandiert. Wir haben Schafe. Das sind so circa 200 Jahre alte Balken. Die hat der Beppo entdeckt, als ein Haus abgerissen wurde. Ja, einen Teil von diesen Balken haben wir tatsächlich schon verwendet. Wir haben daraus ein großes Ranchgate gebaut. Ja, das war so ein bisschen Beppos Traum, weil wir ein Western-Pferd haben. Deswegen musste auch hier ein bisschen wilder Westen einziehen. Das Lustige war, bevor die Balken richtig in der Senkrechten waren, hing schon die erste Deko dran. So, jetzt sind wir in unserem Hausgarten sozusagen. Und ja, auch hier sind wieder alte Dinge zu finden, wie zum Beispiel die Badewanne. Die hat tatsächlich meine Schwester entdeckt. Die wurde verschenkt und wir haben sie dann abgeholt. Ich habe sie noch ein bisschen rostig gemacht. Die war komplett schwarz, damit sie einfach zum Rest passt. Wir haben hier einen alten Brunnentrog, der war verbuddelt im Wald. Da hat nur noch die oberste Spitze rausgeschaut und mit dem Spaziergang mit dem Hund hat die Caro den mal entdeckt beim Nachbarn und musste natürlich direkt fragen, ob man den auch haben kann. Genau, man muss auch dazu sagen, also gerade bei dieser Mauer hier, die ganzen Steine sind hier aus dem Ort. Die haben wir tatsächlich alle von unseren Nachbarn zusammengesammelt und genau, daher hat der Trog natürlich super gepasst. Hier haben wir unsere Wellness-Oase noch. Ja, und das hier ist unser Löschweiher. Das ist hier im Außengebiet immer ein Muss, einen Löschweiher zu haben im Brandfall. An dem Ort muss man echt sagen, also an alten Sachen wird immer an uns gedacht und ja, das mag ich sehr an diesem Ort, dass hier alle, also das Miteinander ist hier ganz stark und ja, wir als Fremde wurden hier extrem gut aufgenommen. Wir fühlen uns hier richtig wohl und ja, könnten uns nicht vorstellen, woanders zu leben. Das war die Roomtour durch unsere Schwarzwald Ranch. Und wenn ihr noch mehr spannende Häuser sehen möchtet, dann klickt hier oder abonniert den Kanal. Ciao!